Ladies and gentlemen, this is probably the longest trailer you will ever listen to. Hi, mein Name ist Son, ich bin 29 Jahre alt, Host dieses Podcastes und ich wollte einfach mal loslegen. Warum einfach? Weil ich mir das anders vorgestellt habe und zwar irgendwie perfekter. In dieser perfektionistischen Art und Weise, in der ich manchmal unterwegs bin, dachte ich mir, fange ich erst an, wenn alles ready ist, das Studio eingerichtet, die Wohnung saniert, das Setup, das schon stimmt, Visuals schon da, alles Mögliche. Aber es sollte nicht so sein und ich embrace gerade Humble Beginnings. Ich embrace gerade, dass noch nicht alles perfekt und ready ist, wie in meinen Vorstellungen, sondern es okay ist, so loszulegen. Es okay ist, einfach mal die ersten Schritte zu machen. Und von daher, here we go. Danke für deinen Support an der Stelle. Danke für deine Liebe, für deine Geduld. Ja, ich gehe davon aus, dass ganz viele erstmal reinhören werden, die mich kennen und die das mit unterstützen. Yes, das ist ganz persönlich mein dich mit reinnehmen in meine Reise. Und die Einladung am Ende des Tages ist nicht nur mein kleines Leben, Sons kleines Leben irgendwie öffentlich zu machen, sondern irgendwie doch diese Sache zu unserer gemeinsamen Reise, zu einem gemeinsamen Abenteuer zu gestalten. Das ist die Intention. Ne? Also, here we go. Heute ist der 1. Juli, es ist 16:30 Uhr punktgenau und in den letzten Tagen und Wochen habe ich mir einige Gedanken gemacht bezüglich eben eines Intros, wie ich Leute reinnehme, was ich sagen möchte, was relevant wäre, was interessant wäre, was inspirierend wäre vielleicht sogar mal zu wissen und warum es sich lohnt, dabei zu sein und dieses Gespräch zu führen. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ich werde dich einfach reinnehmen. Ich werde die Sachen vorlesen und dann meinen Senf dazu geben. Aber ob du ready bist oder nicht, here we go. Punkt Nummer 1. Why this is not about me, but still there's me. Dieser Podcast soll eigentlich nicht um mich gehen. Aber irgendwie, bin ich dabei, irgendwie hoste ich das ganze Ding und es hat natürlich mit meiner Story zu tun und einen Hintergrund, einen Kontext, wieso ich überhaupt hier gelandet bin. Das ist nicht, wofür ich erstmal bezahlt werde, da hat mich hier keiner angestellt für, sondern ich mich selber. Und bin jetzt scheinbar unter den Podcastern gelandet, weil ich ganz tief von einer gewissen Sache überzeugt bin. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen, aber ich gebe euch die Story, wieso ich das hier tue. Und zwar bin ich in den letzten circa 6 Jahren als Pastor tätig gewesen. Aktuell lebe ich in Berlin, aktuell tue ich was anderes, aber bis Ende letzten Jahres war ich Pastor in München, in einer evangelischen Freikirche und durfte sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlernen. Aus wirklich den unterschiedlichsten Walks of Life und durfte Freundschaften knüpfen, durfte Beziehungen führen, durfte mir Meinungen anhören, durfte reinhören, durfte wirklich sehr viele Höhen, sehr viele Tiefen erleben, erzählt bekommen von wirklich allen möglichen Menschen, die man so auftrifft, denen man so begegnet, eben in dieser Rolle als Pastor. Und mein Wunsch war eigentlich schon immer, irgendwie einen Podcast zu starten, anfänglich eher so Richtung Leadership, aber dann habe ich es doch verworfen oder wurde es nie real oder realisiert. Und dann aber so im letzten Jahr, so gegen Ende des Jahres, in einfach der Transition-Zeit, in der ich mich befand, komme ich auch später nochmal darauf zurück, habe ich gemerkt, irgendwie ist die Zeit gekommen, das Ding zu starten. Und dann hatte ich verschiedene Inspirations-
Zuflüsse noch, habe ein paar Sachen gelesen, habe ein paar Sachen auch gehört, podcastmäßig. Und am Ende des Tages wurde The Art of Being Human in meinem Kopf erstmal geboren und habe mit ein paar Freunden gebrainstormt und hier und dort immer wieder mir Sachen reingeholt, um dann vorwärts zu kommen in diesem Projekt. Und wow, dachte eigentlich fange ich eben sofort an im neuen Jahr, aber es hat doch ein wenig länger gedauert. Aber naja, ich rede zu viel über, es hat so lange gedauert und jetzt geht's endlich los und here we go. Ich hoffe, you can bear with me. Anyways, wo war ich stehen geblieben? Genau, dieser Podcast soll eigentlich sich nicht um mich drehen. Das heißt, ich möchte keinen Kanal hier haben, wo ich predige, wo ich alleine, so wie ich jetzt ins Mikro reinspreche und irgendwie mein Handy vor meiner Nase habe und mich selbst filme, sondern ich möchte Gespräche führen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ecken, aus den unterschiedlichsten Sparten der Gesellschaft über das Menschsein. Das, was ich eigentlich davor als Pastor getan habe, in diesem professionellen, ich sag mal, Therapy-kind-Style, was eher privat war und dann aber irgendwie in öffentliche Predigten umgewandelt worden ist und verarbeitet worden ist, ohne Leute zu exposen oder so. Das, glaube ich, findet hier irgendwie eine neue Plattform. Ja. Mein Wunsch ist es, mit Menschen über ihr Menschsein, über unser Menschsein zu sprechen und damit als Inspirationsquelle für andere zu dienen, weil am Ende des Tages uns, glaube ich, mehr verbindet als das, was uns unterscheidet. Also, dreht sich dieser Podcast um Son? Nope, nicht wirklich. Eigentlich steht der Gast im Mittelpunkt. Ihre Story, ihr Take on The Art of Being Human. Aber als Host werde ich meinen Senf dazugeben, sicher nicht. Ist das ein christlicher Podcast? Nope, auch das ist es nicht. Ich werde nicht predigen, ich werde niemanden überreden wollen, aber ich werde sicherlich meinen Glauben und meine Überzeugung nicht verstecken oder verbiegen, nur weil ich ein öffentliches Gespräch führe. Ja, also, das ist der Grund, warum es hier eigentlich sich nicht um mich dreht, aber ich irgendwie doch an Bord bin. Punkt Nummer 2. Why this is more than just a conversation. Um etwas tiefer in die Materie einzusteigen, mein Ziel mit diesem Podcast ist nicht, meine Bekanntheit zu steigern. Mein Ziel ist nicht irgendwie groß rauszukommen, irgendwie voll die finanziellen Ziele zu hitten damit. Auch wenn ich mir das wünsche, dass sich das trägt, dass ich irgendwie ein Team mit aufbauen kann, dass das Ding erfolgreich wird in diesem Sinne, ist das Ziel nicht per se einfach nur, ich sag mal, gewisse Zahlen irgendwie zu erreichen, sondern ich bin ganz, ganz tief intrinsisch davon überzeugt, dass wir dazu gemacht worden sind, Dinge letztendlich am Ende des Tages mit Bestimmung anzugehen. Und ich glaube, dass meine Bestimmung, wenn du so möchtest, mich dazu führt, eben dieses Projekt, dieses Format mit anzustoßen und ins Leben zu rufen und mit zu fördern, mit zu tragen, wie auch immer, weil ich glaube, es Teil von mir ist. Das, was ich davor getan habe, lebt irgendwie doch weiter und findet, glaube ich, einen neuen Ausdruck eben in diesem Format. Und yes, deswegen glaube ich, ist es mehr als nur ein nettes Gespräch, was ich führen möchte. Es ist mehr als nur gewisse Publicity, die man erzielen möchte. Es ist mehr als nur irgendwie mitzumischen im Ganzen, sondern ich glaube, dass ich dadurch meinen Beitrag leiste in der Bestimmung, in der ich unterwegs bin,
Und das ist jetzt nicht irgendwie super egoistisch, etwas, was ich unbedingt erreichen muss, weil es meine große Berufung ist, sondern ich glaube, dass jede Berufung von jeder Person und jede Bestimmung am Ende des Tages zusammenläuft zu einem größeren Bild. Und aus diesem Grund habe ich mir tatsächlich ein paar Drivers letzte Woche aufgeschrieben, ein paar Werte, die diesen Podcast von Anfang an definieren sollen. Und zwar Nummer 1, Seeking Truth. Seeking Truth, die Wahrheit, ich sag mal, kompromisslos aufzusuchen. Den Nebensatz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ich war einfach in so einer Zone, ja, ist the truth will always prevail. Ich glaube, dass wenn wir ernsthaft und ehrlich die Wahrheit aufsuchen, werden wir am Ende des Tages bestehen. Und das jetzt nicht nur auf meinen Podcast bezogen oder auf diesen Kanal hier, sondern ich glaube, auf alles kannst du es übertragen, auf wie du Beziehungen führst, wie du in Gespräche hineingehst, wie du deine Arbeit siehst, wie du vielleicht deine Selbstständigkeit anpacken möchtest, wie du deine Firma führen willst und so weiter und so fort. Ich glaube, dass am Ende des Tages, in anderen Worten, das Gute das Böse besiegen wird, das Licht immer am Ende des Tages noch vorhanden sein wird, im Gegensatz zu Schatten und Finsternis. Und aus diesem Grund Wahrheit ein essentieller Teil von dem sein soll, was wir anstreben. Ich möchte ans Eingemachte gehen. Ich möchte mit diesem Podcast wirklich das herauskitzeln, was uns wirklich weiterbringt, was wirklich Wert hat. Nummer 2 ist Serving Others, anderen zu dienen. Ich glaube, dass wahre Bedeutung erst gefunden wird, wenn wir anderen dienen. Also nicht irgendwie ich alleine auf meinem Kreuzzug Richtung die Wahrheit allein, sondern in dem, was wir da aufsuchen, in dem, was wir da für uns begreifen, ergreifen, glaube ich, muss es sich immer um den anderen drehen und nicht um einen selbst. Und wenn wir das tun, glaube ich, werden wir tatsächliche Erfüllung und Bedeutung in dem Ganzen finden, weil wir unser Ego loslassen. Und das möchte ich mit diesem Podcast erreichen. Ich möchte nicht mir selbst helfen, aber ich glaube, indem ich anderen helfe, werde ich mir selbst helfen. Indem ich mit jemand anderen eine Art Therapy Online-Session with your ex-Pastor führe, wird es Therapie für meine Seele sein. Und indem wir dort versuchen, ein Gespräch zu führen, um andere zu inspirieren, werden wir am Ende des Tages inspiriert rausgehen. Von daher, hey, Serving Others, der zweite Wert an dieser Stelle. Nummer 3, Creating Value. Ich habe mir aufgeschrieben, Success follows creating value. Erfolg in der Bedeutung, die wirklich Erfolg ausmacht, wird, glaube ich, immer eine Konsequenz sein von dem, dass du selber gerade Wert kreierst, dass du Mehrwert schaffst. Wenn wir darauf aus sind, eben genau das zu tun, glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis, ich sag mal, äußerliche Erfolgsindikatoren sichtbar werden. Von daher, diese ersten 2 Punkte wahrscheinlich zusammengefasst, das, was man tun möchte, ist an dieser Stelle, oder was ich tun möchte, ist dadurch Wert zu schaffen. Und ich bin auch hier felsenfest davon überzeugt, dass am Ende des Tages Erfolg Teil von dem sein wird, weil wir hier den richtigen Riecher haben. Naja, wie auch immer. Nummer 4, Building Community. Wir sind gemacht worden, um Gemeinschaft zu bauen. We are built to build community.
Ich glaube, dass es in uns hineingelegt worden ist, dass wir gar nicht anders können, als eigentlich immer wieder unser Netzwerk zu finden, unsere Clique, unsere Familie, eben Community zu bauen, auf der oberflächlichsten bis zur intimsten Art und Weise. Und mein Wunsch ist es, mit diesem Podcast und nicht nur mit diesem Podcast, sondern dieser Brand oder was auch immer dann noch alles Teil von dem hier wird, eben eine Community aufzubauen, so gut es geht, online, so gut es geht, dann auch in person, weil ich glaube, dass das am Ende des Tages das Ganze erst multiplizieren wird, was Mehrwertkreierung angeht, was Inspiration angeht, was tatsächlich Zurückgeben angeht, also anderen zu dienen und wieder zurückfließen zu lassen. Von daher, ja, was auch immer wir hier tun werden, ich hoffe, dass am Ende des Tages diese 4 Punkte unsere Richtung vorgeben, mir immer wieder als Reminder gesetzt sind. Und falls das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte und du das merkst, dann hoffe ich doch, dass du mir eine ziemlich schlechte Rezension gibst, damit ich aufwache. Naja. Nummer 3. Wie geht es mir? Wie geht es mir? Das ist eine gute Frage. Danke, dass du sie stellst. I am mostly good. Sometimes okay. Und here and there overwhelmed, würde ich sagen. Ja, ich habe vorhin, habe ich das nicht? Weiß nicht mehr. Aber ich werde 30 demnächst in 15 Tagen und merke, dass ich echt an einer Stelle im Leben stehe, wo sich extrem viel verändert hat. Ich in einer crazy Transition weiterhin unterwegs bin und dass vieles gefühlt genau auf diesem Punkt zusammengefaltet nun mir präsentiert worden sind. Und das ist interessant. Das ist wirklich super interessant. Ja, ich werde es, glaube ich, stückweise aufbrechen hier, aber ja, ich habe mir einiges vorgenommen mit den 30ern. Ich freue mich sehr auf die 30er. Ich glaube, das ist die 30er sind die 29er, sagt man das? Anyways. Ja, also ich habe Bock drauf. Ich glaube, die Season ist die richtige, selbst wenn es gerade ein bisschen turbulent war und ist und noch mitten in der Transition. Also ich habe noch keinen fixen Alltag, aber ich kann sehen, wohin es läuft und ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. All das, was in den 20ern an Erfahrung gelernt worden ist, an Lektionen mitgenommen worden ist, eben umzumünzen in eine Dekade, die wahrscheinlich so aussieht, dass man immer noch die Energie hat, hopefully, und gleichzeitig aber jetzt etwas reifer die Dinge angehen kann und in den meisten Fällen mit etwas mehr Ressourcen als in den 20ern. Von daher, cheers to the 30s, I guess. Ich werde übrigens einen Halbmarathon laufen, so ganz klassisch die 30er-Krise und das, was man so tut. Anyways, ja, also wie geht es mir, was das angeht? Voll gut, voll okay und hier und dort natürlich herausfordernd. Ich bin seit 6 Monaten wieder im Elternhaus, was super interessant ist. Extrem spannend, was Inner Family Dynamics angeht. Ich bin mit 19 ausgezogen und war 10 Jahre lang eben nicht mehr zu Hause und jetzt für diese Transition-Zeit wieder back und dachte mir, dass das easy peasy zu handeln ist, weil ich davon ausgegangen bin, dass es vielleicht nur 1, 2, 3 Monate andauert, aber gut, es sind jetzt 6 und habe gemerkt, wow, es gibt einen Grund, warum man ausziehen sollte, warum es gut ist auszuziehen und warum es bitter notwendig ist, ab einem gewissen Zeitpunkt auch dann eine gesunde Distanz aufzubauen.
versteht mich nicht falsch, also ich will nicht meine Family runterreden oder meine Eltern oder sonst wie. Wir haben unsere Spannungen, wir ähm, haben Konfrontationen und es ist auch gut, Konfrontationen zu haben, aber gleichzeitig ist es genauso gut, einen gesunden Abstand zu haben. Und das ist, was ich merke, ohne disrespectful und nicht grateful zu sein meinen Eltern gegenüber. Ja, also was ich sagen kann an dieser Stelle, liebe Mama, wenn du reinhören solltest, ich hab dich extrem lieb. Vielen, vielen Dank für das Aufnehmen deines 29-jährigen Sohnes, der jetzt bald 30 wird. Danke, dass ich Hotel Mama an der Stelle wiedererleben durfte mit all den Vorzügen und all den Verantwortungen und Verpflichtungen, die mit einhergehen. Ja, ich hab dich wirklich lieb. Vielen Dank. Lieber Papa, same for you, ich weiß. Nicht immer einfach mit mir, nicht immer einfach mit uns. Ja, ich kann es nachvollziehen. Sicherlich werden wir noch hier und dort unsere Gespräche führen müssen über das, was so abgeht. Aber ich kann nur sagen, aus der Tiefe meines Herzens, ich hab dich lieb und vielleicht traue ich mich das noch nicht so, dir direkt zu sagen, aber ja, wir kriegen das hin. Wir können uns unsere Eltern, glaube ich, nicht auswählen. Und es hat seine Vorteile, hat seine Nachteile und gleichzeitig ist es aber auch das Leben. Und ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass deine Mom dich für die Person liebt, die du bist. Daher glaube ich, dieses mütterliche, bedingungslose Annehmen und Lieben. Und dein Vater liebt dich in den meisten Fällen dafür, wer du sein könntest. Also in anderen Worten wahrscheinlich so dein Potenzial. Which is crazy, weil er das Beste aus dir rauskitzeln möchte oder dich zu sehr liebt, um dich dort stehen zu lassen, wo du gerade bist. Ja, und beide Elternteile, glaube ich, strugglen eben dann auch beides zu vereinen und nicht zu sehr ein Extrem auszuleben. Und das ist, was ich erlebe, aber das ist, was ich, glaube ich, gerade auch begreife und nachvollziehen kann. Von daher, ja, das ist meine Family Situation gerade. Aber ja, zusammengefasst, ich habe euch lieb. Vielen Dank, dass ich gerade bei euch sein darf. Cool. Wohnung. Wie schon erwähnt, ich saniere gerade in Berlin-Weißensee meine eigene Wohnung und habe richtig Bock, das auch richtig nice einzurichten, um es wohnlich zu machen. First time for me, komplett alleine. Davor war ich immer in WGs unterwegs in München. Und es fühlt sich richtig an. Und es fühlt sich nicht nur richtig an, es ist auch ein Luxus, alleine leben zu dürfen in einer Großstadt, wo der Wohnungsmarkt knapp ist und wo die Struggles ähnlich sind wie in München. Aber ja, ich hab Bock drauf. Ich habe Bock, das zu meiner Base zu machen. Ein paar Ideen und Gedanken, die ich für die Zukunft habe. Die Art und Weise, wie ich mein Social Life mir vorstellen kann. Aber ja, werden wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber wusstest du, dass Sanieren unglaublich viel harte Arbeit bedarf? Nicht nur harte Arbeit, viel Geduld. Und du wirst mit Dingen konfrontiert, mit denen du noch nie zu tun hattest. Also ich habe jetzt letztens zum ersten Mal eine Toilette gekauft. Hast du schon mal eine Toilette gekauft? I don't know. Eine Drückerplatte musst du auch noch kaufen. Und dann musst du noch das WC-System dazu mit beachten, weil nicht alles passt. Und ja, all diese Dinge. Crazy stuff. But I guess grown up she, oder so schön, wie man das dann beschreibt. Ich glaube, ich verliere so ein bisschen meine Konzentration. But anyways.
Also, zusammengefasst, mir geht's in den meisten Fällen gut, manchmal okay und hier und dort bin ich überwältigt. Last but not least, Punkt Nummer 4, why I quit church but not faith. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, ich bin nicht mehr tätig in München als Pastor, sondern habe dieses Kapitel beendet. Genau, nicht weil ich nicht mehr an Gott glaube, nicht weil ich irgendwie super enttäuscht bin von Kirche oder weil ich dem Ganzen jetzt den Rücken zukehre. Nee, sondern das hat ganz natürliche Gründe, warum ich dort aufgehört habe. Einfach in den Gesprächen, die ich geführt habe bezüglich der Zukunft und wie das aussehen soll, rollentechnisch, verantwortungstechnisch, ideenmäßig, visionärmäßig, genau, war das einfach nicht mehr der Ort, wo ich sein sollte. Und aus diesem Grund habe ich mich verabschiedet, selbst wenn es sehr viel Spaß gemacht hat, selbst wenn so viel History dahinter ist. Und ja, ich würde gern an dieser Stelle eigentlich ein wenig darauf eingehen, ja, wohin das mich führen wird oder was meine Gedanken sind für die Zukunft. Genau. Und kein Bashing von Kirche oder so, aber ja, was ich meinte mit Why I Quit Church ist absolut nicht das Konzept Kirche gemeint, sondern eben nur mein Job in der Kirche. Das heißt, ich sehe mich weiterhin in dem, ich sehe mich weiterhin in dieser pastoralen Berufung, wenn du so möchtest. Ich sehe mich weiterhin connected mit Kirche. Ich bin weiterhin zutiefst davon überzeugt, dass in meinem Glauben Gott seine Gedanken hatte diesbezüglich und es einen Grund gibt, warum er Menschen zusammenstellt in so einer Kirchengemeinschaft. Und ja, was ich dazu sagen kann, ist einfach nur, ich vermisse München. Ich vermisse München wirklich. Die Menschen, die Stadt, mein Team, die Leute, die Menschen, die ich begleiten durfte, die jungen Leute, die ich fördern durfte, die Teens, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, das ganze drumherum auch. Ne? Ich vermisse meinen Alltag als Pastor. Ich habe jetzt 6 Monate lang am Stück nicht mehr gepredigt, musste mich nicht mehr vorbereiten für Predigten, habe keinen Kirchenalltag mehr in diesem Sinne gehabt, was Verantwortung und Planung und all diese Punkte betrifft. Und das ist befremdlich. Es ist befremdlich, weil ich so lange im Leben meines Erwachsenseins nur das gemacht habe oder hauptsächlich mich um diese Dinge gedreht habe. Und wie gesagt, ich verstehe mich weiterhin in dieser Szene. Und aus diesem Grund ist diese Pause oder diese Transition gerade nicht einfach gewesen. Ich glaube, vor allem am Anfang, ich denke, mit der Zeit gewöhnt man sich. Aber ja, ich glaube, das wollte ich einfach mal loswerden. Not easy at all. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das, was ich vorhin so ein bisschen mit Werten und Drivers erzählt hatte, das spielt mit hinein. Ich glaube, das, was ich getan habe in diesem Kontext, meine Aktivität, hat vieles von dem mit eingeschlossen und war eine Grundmotivation, warum ich das alles getan habe. Von daher, ja, an alle Münchner an dieser Stelle, Shoutout. Ich habe euch lieb, ich vermisse euch. Ich denke viel an euch und hoffentlich sehen wir uns sehr bald. Aber ja, ganz liebe Grüße aus der Hauptstadt. Aktuell in Berlin besuche ich eine Kirche, weil ich es als wichtig empfand, da nicht irgendwie komplett rauszugehen, nur weil ich selber noch am rausfinden bin, inwiefern ich welche Rolle wo finden werde oder whatever. Von daher, ich besuche gerade eine Freikirche in Berlin, auch in Weißensee. Shoutout an die C3 vor Ort, tolle Menschen, super viel Potenzial, geniale Pastoren. Also, aktuell als Besucher dort.
Und für die Zukunft kann ich mir einiges vorstellen. Also, ich gebe euch mal ein paar Insiders. Berlin war schon irgendwie immer auf meinem Herzen. Und ich mache mich gerade auf, um eben das Heimat hier zu nennen. Und sehe, wie ich nochmal irgendwie eben in diese Sparte mit hineingehe und im Kirchenkontext vielleicht was gründe. Also mal ganz frei und unverbindlich ausgesprochen. Ich höre gerade hin und lass mich so gut es geht von Gott bewegen, irgendwie motivieren oder überzeugen, dass es dran ist, dass es einen gewissen Zeitpunkt gibt, dass es Menschen gibt, die das Gleiche auf dem Herzen haben, Kirche zu bauen, Kirche zu sein vor allem, in einer Art und Weise, wie vielleicht Kirche bisher, das ist viel gesagt, vielleicht nicht bisher, aber wie vielleicht moderne Kirche, sagen wir es so, wie moderne Kirche gerade struggelt, Kirche zu sein. Und es gibt so viele ich weiß, es geht jetzt richtig deep hier, aber ich glaube, dass moderne Kirche an einigen Stellen verlernt hat, Kirche zu sein, während sie ganz gut darin ist, Kirche dort neu aufleben zu lassen, wo Kirche unterrepräsentiert war. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das, was ich in München oder wo ich Teil von München oder wo ich Teil in München war, hat sehr viel Spaß gemacht und gleichzeitig habe ich viele wilde Gedanken, wie Kirche vielleicht aussehen könnte. Und wie gesagt, spüre gerade ab, wohin es läuft. Also wenn du selber gerade hinhörst oder merkst, dass Gott zu dir spricht an dieser Stelle, let's have a coffee talk or a FaceTime, wo auch immer du bist, und lass uns darüber sprechen. Ich bin offen dafür, ich bin bereit, mich da lenken zu lassen und hätte Bock auf eine richtig nice Church Community, die ein bisschen anders ist für Leute, die ein bisschen anders sind. Also, hit me up, Insta, WhatsApp, was auch immer du hast von mir. Ich würde mich freuen. Alright, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Es sind schon über 30 Minuten. Ich habe es versprochen, das wird der längste Trailer. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in mein Leben mit hinein einzutauchen. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, das eine super spannende Reise wird für uns alle und für jeden, der dann noch einsteigen wird. Aber ja, ich habe Bock drauf. Ich hoffe, du auch. Und was ich sagen kann, ist, ich verdanke einigen Leuten, dass das hier überhaupt starten konnte. Und yes, will einfach nur Danke sagen. Danke an ganz bestimmte Leute auch, Aaron, für das Equipment, für den Sound, für das Aussuchen der Dinge, für Joni, für das Design, danke dafür, für Ben, danke für den Jingle, Mois für meinen ersten Promo-Shoot, für den Content da, und danke an jeden einzelnen Zuhörer, an jede einzelne Zuhörerin, die an mich glaubt und mich in diesen ersten Steps hier unterstützt. It means the world to me. It means the world to me. Und danke an jeden zukünftigen Gast und all die Skilled People, die aushelfen werden, was Kamera, Videobearbeitung, Website und so weiter betrifft. Because I need you guys. Hit me up if you're interested in helping me building this. Ja, es ist nie zu früh, von daher tu mir den Gefallen, wenn dir das hier am Herzen liegt, wenn du glaubst, dass sich das noch arg in eine tolle Sache entwickeln kann. Gib mir eine gute Bewertung. Fang doch schon jetzt an, die Dinge zu raten, zu subscriben, mir zu folgen auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Insta, TikTok und alle anderen Kanäle. Ja, also herzlichen Glückwunsch, wenn du es bis hierher geschafft hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre and the pleasure was mine. I deeply appreciate you. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist welcome to the art of being human.